immer frage, gerade beim Thema Demokratie oder Demokratisierung, warum beteiligen sich so wenig Leute? Wenn man zum Beispiel auf das Thema Europawahlen guckt, die Wahlbeteiligung ist da irgendwie unter 40%, und das sind ja nicht nur Leute, die irgendwie nicht wählen als Protestmöglichkeit nutzen oder die vielleicht einfach nichts von Politik verstehen oder sich nicht dafür interessieren. Die Wahlbeteiligung bei nationalen Wahlen ist auch viel höher, vor allen Dingen hier in Deutschland ist sie ja immer extrem hoch. Und dann frage ich mich, warum viele Leute, die da wählen gehen, warum gehen sie nicht zu Europawahlen? Es geht ja gar nicht darum, dass man die EU gut finden muss, um dahin zu gehen, sondern es geht ja vor allen Dingen darum, dass man seine Meinung kundtut. Und wenn man mit irgendwas nicht einverstanden ist, was auf europäischer Ebene läuft, dann wäre es ja gerade umso wichtiger, dass man dann beispielsweise zu einer Europawahl geht und da irgendeine Bewegung oder Partei unterstützt, mit der man sich einigermaßen identifizieren kann. Und da frage ich mich, was da irgendwie schon so ein bisschen falsch läuft, wenn die demokratischen Möglichkeiten, die wir haben, irgendwie dann nicht ausgeschöpft werden. Also vielleicht ist es gar nicht, dass uns da zu wenig Möglichkeiten gegeben sind, sondern die wir haben, treffen offensichtlich den Nerv nicht. Es ist vorher auch schon mal angeklungen, dass wir pro Europäer uns die Europawahl im nächsten Jahr alle fett in den Terminkalender reinschreiben sollen und da ordentlich mobilisieren sollen. Natürlich, das ist wichtig, demokratische Wahlen sind immer wichtig, aber vielleicht auch, um Menschen an dieses Thema heranzuführen, die jetzt vielleicht nicht die Ersten sind, die morgens aufstehen und Hurra Europa rufen, ganz konkret mit diesem Thema das Thema Europa für sie fassbar zu machen, ist es, glaube ich, auch notwendig, dass nicht nur Eliten irgendwie immer davon sprechen, wie toll Europa eigentlich ist und sich über institutionelle Fragen austauschen, sondern dass wir auch nicht nur einen Diskurs, sondern einfach auch einen Streit über Europa tatsächlich auch hier bringen und nicht alle sich immer auf die Schulter klopfen und wie toll denn alles ist, sondern in Europa läuft ja vieles nicht richtig und es kommt nur bei den Menschen an, wenn die einzelnen Parteipolitiker, aber auch die Menschen der Zivilbevölkerung sich da ganz richtig fetzen, wie wir das in Deutschland ja auch machen, weil sonst fühlen sich die Menschen, als ob da für irgendjemand was Tolles gemacht wird, aber das hat ja mit meiner Lebensrealität überhaupt nichts zu tun. Und ich denke, das ist der Punkt, wo wir ansetzen müssen, eine europäische Öffentlichkeit, wo sowas dann einerseits auf einer medialen Ebene, aber dann auch, und dafür brauchen wir die Sprache dann auch, oder vielleicht tolle neue Möglichkeiten, wo die Menschen sich austauschen können. Natürlich finde ich es grundsätzlich gut, dass gewisse Politiker, und es war ja eigentlich schon sehr lange ein Projekt der Eliten und kein Projekt der breiten Bevölkerung, Dinge in die Hand genommen haben. Aber jetzt, wo wir eben seit einigen Jahren eben mehr merken, dass die Bevölkerung sich ja dazu äußert, dass eben auch Unmut geäußert wird, das eben ein Punkt ist, den die Politiker eben anfangen müssen umzudenken und sagen müssen, okay, wir können nicht einfach weitermachen und etwas vereinbaren, wie wir es bisher die letzten 50 Jahre gemacht haben, sondern wir müssen damit stärker an die Öffentlichkeit gehen und wir müssen das auch auf andere und neue Weise diskutieren. Sie haben gemeint, dass, warum gehen alle nicht zur Wahl? Weil wir so satt sind. Weil wir mit der Wende was geschafft haben, was sowas von herrlich war, dass wir uns jetzt schon seit 25, 27 Jahren ausruhen auf dem Moment. Es ist einfach ja auch so, dass über die EU ja auch nur ganz wenig berichtet wird. Eigentlich, wenn es wirklich so auf die Vereinigten Staaten von Europa zugehen sollte, dann müsste doch in jeder Tageszeitung eine Seite Europa sein. Das ist aber gar nicht der Fall, das ist einfach nicht gewollt. Es ist einfach so, dass es ein Europa der Regierungen sein soll. Dass ich auch oft das Gefühl habe, dass ich in einem nationalen System als Mensch gefangen bin und dann Leute im Namen dieses Systems Interessen vertreten, die überhaupt nicht meine sind. Und ich glaube, dass das sehr vielen Menschen in Europa ähnlich geht. Und das wäre mein Wunsch und meine Vision, dass wir das überwinden, dass wir nicht mehr so als Franzose, Deutscher oder Italiener so aufeinander zugehen und sagen, ich vertrete das jetzt, weil ich das bin, sondern dass wir als Meinungsträgerinnen und Meinungsträger uns begegnen und dann diese Meinung diskutieren, um dann einen Abstimmungsprozess zu initiieren, der ganz Europa betrifft, um dann gemeinsam dieses Europa mitzugestalten und auch natürlich die Europäische Union. Weil das die Perspektive verändert, weil wir dann als Individuen aufeinander zugehen und nicht mehr in Form dieser konfrontativen Nationalismen. Das wäre mein Wunsch und meine Vision. Es gibt nicht dieses eine Konzept, das ist jetzt das Heilskonzept für Europa, sondern es gibt nur, dass wir reden können und es sind politische Interessen dahinter, es sind finanzielle Interessen dahinter, das kann man nicht ausklammern.
die deutsche Bundesregierung, glaube ich, vertritt aus ganz speziellen Gründen eine ganz spezielle Position, weil es um Gelder auch geht. Andere Länder haben ganz andere Interessen. Und ich glaube, dass das nicht die Lösung ist, zu sagen, wir haben dieses eine perfekte Konzept, sondern wir müssen irgendwie im Dialog bleiben. Wir brauchen wahrscheinlich wieder, damit die Bürger daran Lust haben, eine positiv besetzte Vision. Eine Idee davon, warum wir das denn machen mit diesem Europa. Und ich denke, so mit dem Stichwort, wir organisieren hier ein gutes Leben für alle, könnte man so eine Vision vielleicht füllen. Weil die Vision nach dem Zweiten Weltkrieg war, wir organisieren Frieden. Und das war für alle sehr einsichtig, weil es war dramatisch, was vorher war. Und keine Lebensperspektive. Und wie kann das gehen? Ich glaube, das ist eine gute Idee, mehr Austausch, immer mehr Austausch zu organisieren und natürlich dabei auch Sprachen lernen. Das nützt nichts. Austausch geht nur auch, wenn wir uns verständigen können. Ne? Und dann würde ich auch wirklich einen Fokus drauf legen, diesen Austausch auch zu organisieren und möglich zu machen für die, die es sich selber nicht leisten können. Also wenn es darum geht, dass Schulen und Schüler einen Austausch haben in Europa, dann bitte die auf Hauptschulen und Gesamtschulen sind, weil die Gymnasiasten kennen fast alle Europa, weil sie einfach mit ihren Eltern irgendwo in Europa rumreisen können. Also mal den Fokus anders zu legen, auf die es besonders nötig haben und denen es besonders helfen würde, da nochmal einen anderen Blick zu kriegen, eine andere Idee zu kriegen. Und das europaweit, damit könnte man vielleicht was gewinnen. Die Frage stellt sich immer mehr auch, soll das Ganze auch noch stärker eine rechtliche, staatliche Bundesstaat, Staatenbund oder vielleicht noch was ganz Eigenes werden. Aber es gibt eben noch ein drittes und das ist eben diese kulturelle Integration und die stand eigentlich noch mal ganz am Anfang des ganzen Prozesses, nämlich durch die Gründung des Europarates. Also das ist ja kein Teil der EU, aber es gehört trotzdem zu diesem europäischen Integrationsprozess dazu. Und da ist die europäische Hymne entstanden, da ist die Fahne her und das ist vor allem die Menschenrechtskonvention, die da ihre Wurzeln hat. Und da sind heute 47 Mitglieder, also wesentlich mehr als nur die 28 Mitglieder in Europa. Und ich habe immer so den Eindruck, dass dieser Teil, dieser Europaratsteil in dem ganzen Prozess auch mit dazugehört, wenn wir von dieser Neugründung Europas sprechen. Dass wir eigentlich so eine kulturelle Integrationsimpuls haben, einen wirtschaftlichen und dann diesen staatlich-politischen Integrationsimpuls und dass alle drei eigentlich erst Europa insgesamt ausmachen. Jede einzelne Kultur für sich ist schön. Und selbst die deutsch-türkische Kultur gehört mittlerweile zur deutschen Leitkultur, meiner Meinung nach. Wir haben so viele Türken, die nach ihrer Kultur in Deutschland leben und dadurch hat sich deren Kultur auch verändert oder deren kulturelle Aspekte haben sich auch verändert. Sie wurden integriert. Die Kultur wurde in das deutsche Leben integriert, was kein Problem war. Ja, es war anstrengend, ja, es hat lange gedauert, aber es funktioniert. Und deswegen würde ich niemals sagen, man könnte keinen Weltstaat. Natürlich, das würde Arbeit, das würde Zeit, das würde Ewigkeiten dauern, keine Frage. Aber es scheitert nicht daran, dass wir verschiedene Kulturen als Vorbild haben. Daran sollte es niemals scheitern. Es hat mich angesprochen, was Sie gesagt haben über Europa. Ja? Und es ist mir dann durch den Kopf gegangen, dass viele sagen, wir haben hier Frieden in Europa, nach dem Ende vom Zweiten Weltkrieg und das stimmt nicht. Das heißt, man zählt dann Jugoslawien nicht zu Europa, man zählt andere Länder, die in Europa liegen, nicht zu Europa. Das heißt, es gibt mehrere Europas. Also hier steht irgendwie dran Europasphäre. Ja? Und also wenn Sie jetzt von diesem Pass, europäischen Pass sprechen, dann meinen Sie den Pass der Europäischen Union. Ja? Und dann klammern Sie andere europäische Länder aus. Und ich komme aus Russland und zählt Russland für viele nicht zu Europa, obwohl Russland bis Ural zu Europa zählt und nach dem Ural Richtung Osten dann zu Asien. Und also das ist auch der europäische Nationalismus, ist auch ein Thema. Wenn die Leute damals, die Europäische Union oder die Vorgängerorganisation der Europäischen Union, darauf gewartet hätten, die Nationalismen zu überwinden, dann hätten wir die Europäische Union, wie sie heute ist, überhaupt nicht. Also es muss auch mal mutige Leute geben, die vorangehen und die vor allem strukturell zusammengehen. Ne? Und wenn man überlegt, in welchem Europa wir gerade leben, wie unterschiedlich die einzelnen Staaten sind, allein von der Lebenserwartung her
und wie ehrbar das Ziel der ähnliche Lebensverhältnisse in den einzelnen europäischen Staaten zu schaffen, wie sträflich das vernachlässigt wird eigentlich und was man eigentlich noch tun müsste, um das zu schaffen, dann sieht man, wie groß die Herausforderung eigentlich ist. Und da verspreche ich mir auch mehr Mut. Da hoffe ich auf mehr Mut. Da hoffe ich einfach auch auf mehr Mut, über die Konflikte offen zu diskutieren. Das, was ich eben so gehört habe, hat mich stark an meine Jugend erinnert. Auch ich hatte solche Gedanken und dachte, ich könnte dazu beitragen, diese Gesellschaft zu verbessern und zu verändern. Das war noch zu der Zeit, als Willy Brandt sagte, schickt ein Kind länger auf bessere Schulen. Ich habe das dann auch auf diesem Wege versucht. Aber heute bin ich der Ansicht, dass wir einen Schritt zurückgegangen sind. Wenn ich daran denke, dass nach der Öffnung des Ostblocks oder nach der Niederlage des Ostblocks das Kapital seine Macht viel stärker ausbreiten und zeigen konnte und dann feststellbar war, wie sich Arbeitnehmerrechte verschlechtert haben und wie sie es heute immer noch sind, dann habe ich persönlich ganz wenig Hoffnungen, dass ihr da noch ganz viel in der nächsten Zeit bewegen werdet. Ich kann darum also für mich nur sagen, mir genügt es, wenn ich in meinem privaten Umfeld eine Zufriedenheit schaffe und auf die Politik würde ich nicht setzen. Und die Macht, die die Konzerne haben, ist eigentlich, dass sie halt ganz einfach ihre Produktionsstätten und so weiter verschieben können, weil sie ihr Kapital ganz einfach verschieben können. Man hat das auch wieder in Griechenland sehr gut gesehen. Als es dann daran ging, die Banken zu schließen, haben halt die reichen Leute einfach ihr Kapital woanders hin verschoben, während die Leute, die halt nicht mal eben irgendwie umziehen können oder ihre Bankkonten woanders aufmachen könnten, am Ende die Schulden bezahlen mussten. Und das ist, glaube ich, der große Gap, den wir gerade haben und das Problem, warum auch dieser Rechtspopulismus so stark wird. Die Leute haben das Gefühl, sie haben die Kontrolle nicht mehr. Und sie wollen diese Kontrolle irgendwie wieder zurückkriegen über ihr Leben, über die EU, indem sie halt populistische Kräfte wählen. Und deshalb ist halt der erste Ansatz, dass man sagt, man muss die europäische Demokratie stärken, aber gleichzeitig bringt halt Demokratie niemandem was, der nichts zu essen hat. Deshalb muss man auf der anderen Seite die Wirtschaft wieder stärken. Wie macht man das? Man muss irgendwie probieren, diesen Gap von diesen drei Kapital, Arbeitskraft und Güter, dass man das wieder ein bisschen unter Kontrolle bekommt. Man kann das machen, indem man die Grenzen zumacht, oder man kann es machen, indem man europäische Mindeststandards setzt. Indem man sagt, ein Arbeiter in Griechenland muss genauso viel verdienen, mindestens, wie jemand in Deutschland. Das wäre der erste Ansatz dazu. Wir müssten das zusammen auflisten, die Vor- und Nachteile, die sich ergeben mit Europa. Und wir würden feststellen, dass die Vorteile bei weitem überwiegen. Und das muss man auch Richtung Europawahl transportieren. Und da muss eben den Wählern bewusst werden, welche Vorteile wir haben. Kennedy hat wohl mal gesagt, Bildung ist teuer, aber was teurer ist, ist keine Bildung. Und ich transportiere das jetzt auf Europa. Europa ist scheinbar teuer, aber kein Europa oder weniger Europa ist noch viel teurer.